Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch eines meiner Lieblingsdesserts vor und ich werde euch im Video zeigen, wie ihr mit wenigen Zutaten und wenig Aufwand etwas Köstliches zaubert. Wir brauchen Kekse mit Karamellgeschmack. Hier habe ich eine Dose fertige Karamellcreme, die gibt es im Supermarkt zu kaufen in der Abteilung mit asiatischen und russischen Produkten. Könnt ihr aber auch selber herstellen und das Video dazu werde ich euch natürlich verlinken. Außerdem Sahne, Mascarpone, Frischkäse und Bananen. Ich entnehme von den Keksen ca. 6 Stück, die brauche ich später für die Deko und der Rest wird fein gemahlen. Im nächsten Schritt wird die Sahne steif geschlagen und da habe ich auch einen Tipp für euch. Ihr könnt nämlich aus einem Stück Küchenrolle, wie ihr seht, ganz einfach einen fast gratis Spritzschutz zaubern. Dann habe ich mir hier einen kleinen Spritzbeutel vorbereitet mit einer Rosentülle und den befülle ich mit ungefähr 4 bis 5 Esslöffeln von der Sahne. Dieser Teil wird später für die Deko verwendet, also fürs Sahnehäubchen. In eine Rührschüssel gebt ihr Mascarpone, Frischkäse und ich wiege hier 150 Gramm von der Karamellcreme ab. Zusätzlichen Zucker braucht ihr für die Creme nicht, denn das Ganze ist süß genug wegen der Karamellcreme, der Karamellkekse, den Bananen, das reicht absolut aus. Wenn die Zutaten sich gut vermischt haben, folgt auch schon die Sahne. Die sollte allerdings nur ganz kurz eingerührt bzw. untergehoben werden, vor allem wenn ihr klassische Sahne verwendet, die gerinnt leicht und da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Damit ich die Creme im Glas später besser portionieren kann, fülle ich sie in einen Spritzbeutel um mit Lochtülle. Zur Not könnt ihr euch die Tülle sparen, es reicht, wenn ihr einfach nur ein Loch in den Spritzbeutel einschneidet. Und natürlich müssen die Bananen in dünne Scheiben geschnitten werden. Alles ist bereit, die Kekse für die Deko, die Creme, Sahne, die gemahlenen Kekse und die Bananen. Das Dessert könnt ihr schichten, wie es euch beliebt. Ich gebe euch nur den Tipp, die einzelnen Zutaten immer schön am Rand zu verteilen, denn nur so sieht man die Schichten später auch wirklich. Was es die Karamellsoße betrifft, die könnt ihr entweder fertig im Supermarkt kaufen oder sie selber zubereiten. Ich habe euch in einem Video gezeigt, wie das funktioniert und werde euch dieses natürlich verlinken. Das fertige Dessert kommt für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank und dann, ja, dürft ihr genießen. Auch wenn es sich hierbei um ein Karamelldessert handelt, es hat eine angenehme Süße, es ist also nicht zu süß und ich bereite es für uns wirklich regelmäßig zu, weil es einfach allen schmeckt. Ich hoffe also sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt auch das Glöckchen, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.